Moin und Namaste. Ich bin Kerstin von Watten Yoga und ich freue mich, dass du zu Tag 1 unserer Hatha Yoga Woche mit dabei bist, dass du hier auf die Matte gefunden hast. Heute in unserer ersten Stunde wollen wir uns besonders unseren Hüften widmen, denn vom Hüftbereich hängt deine ganze Flexibilität, deine Beweglichkeit ab und genau das wollen wir ein bisschen mobilisieren heute. Also hopp auf die Matte und los geht das. Wir beginnen heute im Schneidersitz in Sukhasana. Sitze aufrecht, hol die Schultern einmal zurück, sodass du wirklich in die Länge kommst. Dein Kopf ist über deinem Herzen und dein Herz über deinem Becken. Und dann lass uns hier noch einmal die Augen schließen, uns etwas Zeit geben, hier in Ruhe anzukommen zu unserer ersten gemeinsamen Hatha-Yoga-Stunde. Beginne hier deinen Atem gleich zu vertiefen. Versuche, wenn möglich, durch die Nase ein- und wieder auszuatmen. Das gibt dir die Möglichkeit, so viel wie möglich Kontrolle über deinen Atem zu behalten. Und dann schau einmal, wie sich das anfühlt, wie die frische Luft durch deine Nasenlöcher eintritt. Vielleicht kannst du auch spüren, wie sie in der Lunge ankommt. Lege deinen Fokus erst einmal aufs Einatmen. Ruhige, tiefe Atemzüge. Du spürst, wie die Kühle der Luft deine Nasenlöcher streift. Und wenn du das Einatmen genug beobachtet hast, dann leg deinen Fokus jetzt aufs Ausatmen. Nimm wahr, wie die warme, verbrauchte Luft aus deinem Körper ausströmt. Und du kannst dir bildlich vorstellen, wie auch das ausströmt, was du jetzt nicht mehr brauchst, was du loslassen kannst. Deinen Alltag, den Stress, Sorgen oder Ängste. Lass sie mit deinem verbrauchten Atem aus deiner Nase ausströmen und gib sie ab. Du brauchst sie nicht mehr. Du spürst die Wärme des Ausatmens auch an deinen Nasenflügeln. Und dann lass uns ein- und ausatmen zu gleichen Teilen. Zähle im Kopf immer bis 4 beim Einatmen und beim Ausatmen auch bis 4. Also einatmen, 1, 2, 3, 4, ausatmen, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. Wiederhole noch ein paar Mal nur für dich.
Und beim nächsten Einatmen öffnest du langsam deine Augen. Komm im Hier und Jetzt an. Und wenn du soweit bist, dann komm mit mir in den Vierfüßler. Deine Knie wie immer unter deiner Hüfte, die Hände weit aufgefächert unter deinen Schultern. Denk daran, deine Hände werden vor allen Dingen hier am Ballen belastet und an den Fingerspitzen. Wenn du deine Hände weit aufgefächert hast, verteilst du den Druck auf deine Handgelenke. Das heißt, die werden ein bisschen geschont und dann kannst du deine Fingerspitzen so weit in die Matte pressen, dass deine Nägel im vorderen Bereich ein bisschen weiß werden. Dann hast du den richtigen Druck. Die Füße als Verlängerung deiner Unterschenkel, Bauchnabel zieht nach innen. Und dann lass uns beginnen in Kuh und Katze. Lass uns unsere Wirbelsäule etwas mobilisieren. Das heißt, beim Einatmen beginnst du vom Becken her in ein Hohlkreuz zu kommen. Oben angekommen, rollst die Schultern zurück und zum Schluss schaust du nach vorn. Du spürst eine Dehnung im Hals, in der Brust und im Bauchbereich. Halte hier kurz und atme. Atme hier noch einmal ein und beim nächsten Ausatmen kommst du vom Becken her in einen Rundrücken in die Katze. Presst mit deinen Händen fest in die Matte, schiebst dich so ein bisschen weg vom Boden und zum Schluss kommt dein Kinn Richtung Brust. Und du spürst eine Dehnung zwischen den Schulterblättern. Und jetzt lass uns diese Bewegung mit unserem Atem verbinden. Einatmen, komm wieder in ein Hohlkreuz in die Kuh. Ausatmen in die Katze. Denk wieder an deinen Viererzähler. Einatmen in die Kuh. Ausatmen in die Katze. Einatmen in die Kuh. Ausatmen in die Katze. Noch zweimal so. Nochmal in die Katze und dann komm in die neutrale Position. Dein Blick geht zwischen deinen Händen hindurch. Stülp deine Zehen um und dann schieb dich langsam zurück. Komm in den ersten herabschauenden Hund des Tages. Tritt ein bisschen auf der Stelle, ziehe abwechselnd die Fersen zur Matte. Du kannst gern deine Knie noch gebeugt lassen. Überhaupt kein Problem. Schieb deine Ohren zwischen deine Oberarme. Dein Blick geht zwischen deinen Knien hindurch. Und wenn du soweit bist, kommst du in kleinen Schritten nach vorn zum Mattenanfang. Beuge auch hier nochmal deine Beine. Leg deinen Oberkörper auf deinen Oberschenkeln ab, die Füße sind hüftbreit aufgestellt und lass den Oberkörper hängen. Der Blick geht wieder zwischen den Knien hindurch. Spüre die Dehnung im Rücken. Lass deine Schultern, deinen Nacken ganz entspannt. Die Arme ganz weich. Und beim nächsten Ausatmen bleibst du ganz weich hier im Schulter- und Nackenbereich und rollst dich Wirbel für Wirbel nach oben auf in die Berghaltung Tadasana. Oben angekommen, roll deine Schultern nach hinten, unten. Deine Hände kommen an die Seite, Handflächen zeigen nach vorn, Blick geht geradeaus.
Nimm noch einmal einen tiefen Atemzug hier. Und dann lass uns ein bisschen im Sonnenflow fließen. Das heißt, du atmest ein, bringst die Arme gestreckt über den Kopf, dein Blick kann deinen Händen folgen. Ausatmen, Arme weit, Bauchnabel zieht nach innen, komm mit geradem Rücken in die ganze Vorbeuge, Uttanasana. Zieh deine Stirn Richtung Knie. Beim nächsten Einatmen Hände zu den Schienbeinen, Schultern rollen zurück, Bauchnabel zieht nach innen, halbe Vorbeuge. Ausatmen, gehe wieder tief, ganze Vorbeuge. Einatmen, komm wieder nach oben, gestreckte Berghaltung, mach dich lang. Ausatmen, bring die Hände vors Herz. Noch zweimal so. Einatmen, gestreckte Berghaltung. Ausatmen, gehe tief, ganze Vorbeuge, Uttanasana, Stirn zieht Richtung Knie. Einatmen, erhebe dich in die halbe Vorbeuge. Ausatmen, noch einmal tief. Einatmen, komm wieder nach oben. Gestreckte Berghaltung, leichte Rückbeuge. Ausatmen, gehe tief. Einatmen, halbe Vorbeuge. Ausatmen, gehe tief. Einatmen, gestreckte Berghaltung. Ausatmen, Hände vors Herz. Atme nochmal ein. Gestreckte Berghaltung. Ausatmen, gehe tief. Und hier von der ganzen Vorbeuge trittst du zurück in den herabschauenden Hund. Tritt nochmal auf der Stelle, dehne deine Beinmuskulatur, schieb die Ohren wieder zwischen deine Arme. Und dann zieh deine linke Ferse Richtung Matte. Atme ein, heb dein rechtes Bein nach hinten oben. Dann beugst du dein Bein, ziehst die Ferse Richtung Po und öffnest deine Hüfte zur rechten Seite hin. Deine Hände pressen gleich fest in die Matte. Halte hier. Atme in die Dehnung hinein. Tiefe Atemzüge. Atme nochmal ein und beim Ausatmen kommst du hier auf deinen linken Fuß so ein bisschen auf die Zehen, bringst dein Knie langsam über außen nach vorn, stellst den Fuß zwischen deinen Händen auf. Du kannst gern nochmal zwischendurch stoppen und dein Bein mit nach vorn bringen. Leg dein hinteres Knie ab, leg deinen Fuß ab. Schultern ziehen tief, dein Blick geht nach vorn, tiefer Ausfallschritt. Zieh die Innenschenkel zueinander und beim nächsten Einatmen erhebst du dich langsam nach oben. Wenn du magst, kann dein Fuß noch ein bisschen nach vorn wandern und beim Ausatmen ziehst du die Schultern tief und gehst noch ein bisschen mehr in diese Position hinein. Versuche beim Ausatmen immer noch einen kleinen Millimeter tiefer zu gehen. Schau aber, dass dein Knie über deinem Knöchel ist. Nicht davor, das wird zu viel Druck für das Knie. Lieber ein Stück zurückgehen. Einen Atemzug noch. Ausatmen, bring die Hände wieder tief, stülp deinen hinteren Fuß um und entweder kommst du über den Vierfüßler wieder zurück in den herabschauenden Hund oder du presst deine Hände fest in die Matte, löst dein hinteres Knie und bringst deinen Fuß so zurück in den herabschauenden Hund. Nochmal einatmen, streck dein Bein nochmal nach oben, ausatmen, senk es ab. Wir wechseln gleich die Seite. Zieh deine rechte Ferse zur Matte, atme ein, linkes Bein nach hinten strecken. Beug deinen Unterschenkel und öffne deine Hüfte zur linken Seite hin. Halte hier, deine Hände pressen fest in die Matte, dein Nacken ist ganz entspannt.
Wenn das hier nichts für dich ist, hast du immer die Möglichkeit, auch das Knie zum Boden zu bringen und hier in diese Position zu kommen. Mach es zu deiner Einheit. Noch einen Atemzug hier, nochmal tief einatmen. Und beim Ausatmen bringst du dein Knie wieder über die Seite nach vorn, stellst deinen Fuß zwischen deinen Händen auf, leg dein hinteres Knie ab, Schultern rollen zurück, dein Blick geht nach vorn. Halte hier kurz, richte dein Knie aus, so dass es über deinem Knöchel schwebt. Und dann ziehst du die Innenschenkel wieder zueinander, atmest ein, richtest dich nach oben auf. Ausatmen, geh noch ein bisschen tiefer in die Position und Schultern weg von den Ohren. Halte hier. Noch einmal einatmen, zieh dich in die Länge. Ausatmen, gehe tief. Stülp deinen hinteren Fuß um und komm auf deinen Weg zurück. Erstmal in den dreibeinigen Hund, streck dein hinteres Bein weg und dann atme aus, stell den Fuß wieder ab. Tritt ein bisschen auf der Stelle. Schieb deine Hüften hin und her. Wenn das zu viel für deine Handgelenke ist, kannst du auch gerne erstmal auf die Knie kommen, dich in den Fersensitz begeben, deine Hände kurz ausschütteln. Später, wenn du im herabschauenden Hund bist, wird das deine Entspannungsposition werden. Kann man sich am Anfang kaum vorstellen. Und dann zieht unsere linke Ferse wieder Richtung Matte. Du atmest ein, hebst dein rechtes Bein nach hinten, beugst deinen Unterschenkel, öffnest wieder deine Hüfte. Und jetzt kreisen wir einmal nach unten und nach oben, also von innen nach außen. 3 Kreise. Wunderbar, halte nochmal hier in der Position, geh nochmal tief hinein und dann bring dein Knie wieder nach vorn, setz deinen Fuß auf. Achtung, du kannst natürlich gern wieder dein Knie ablegen. Wenn du ein bisschen mehr magst, dann lass dein hinteres Knie vom Boden gelöst. Dein Blick kommt wieder nach vorn. Und wenn du dich stark genug fühlst, ziehen deine Innenschenkel wieder zueinander. Du atmest ein, richtest dich nach oben auf. Ausatmen, Krieger 1 mit gehobener Ferse. Schau wieder, ob dein Knie über deinem Knöchel oder ein Stück dahinter ist. Halte hier. Deine hintere Ferse zieht Richtung Matte, schenkt dir nochmal ganz viel Stabilität. Einen Atemzug hier noch. Du schaffst das. Und beim nächsten Ausatmen kommen deine Hände wieder zur Matte. Komm auf deinem Weg zurück in den einbeinigen Hund. Streck dein Bein nochmal nach oben. Ausatmen. Setz deinen Fuß ab. Seitenwechsel. Zieh deine rechte Ferse Richtung Matte. Atme ein. Linkes Bein nach hinten strecken. Unterschenkel beugen, öffne dich zur linken Seite und auch hier kreisen wir wieder 3-mal. Erst nach unten und dann öffnest du dein Knie nach oben. Und dann komm nochmal in die Position, geh nochmal tiefer hinein. Du hast immer die Option, eine Pause in der Pose des Kindes zu machen oder du bringst dein Knie zur Matte, kein Problem. Atme nochmal ein und ausatmen, bring dein Knie nach vorn und setz deinen Fuß zwischen deinen Händen ab. Hintere Ferse zieht Richtung Matte. Richte dich erstmal hier ein. Dein Blick geht nach vorn, Schultern tief, Rücken ist gerade.
zieh die Innenschenkel zueinander und richte dich auf. Atme ein. Ausatmen. Schultern weg von den Ohren. Setz dich noch ein bisschen tiefer. Bauchnabel zieht nach innen. Halte hier, lass deinen Atem fließen. Versuche es leicht aussehen zu lassen. Versuche es, dass es sich leicht anfühlt für dich im Kopf. Atme nochmal ein, ausatmen, gehe tief. Komm nochmal zurück in den dreibeinigen Hund. Ausatmen, setz deinen Fuß ab und dann kommen wir alle erstmal in den Fersensitz. Bring deine Hände auf deine Oberschenkel, roll die Schultern tief, schließ einmal kurz die Augen, bring deinen Atem etwas zur Ruhe. Genieße die Dehnung in deinen Oberschenkeln. Wenn du magst, kannst du deine Hände, so ein bisschen deine Handgelenke kreisen oder die Hände ausschütteln. Tu das, was sich gut anfühlt. Wir kommen gleich noch einmal in den herabschauenden Hund. Und gehen nochmal in die seitliche Winkelhaltung. Wunderbar. Dann bring deine Hände wieder aufgefächert zur Matte, stülp deine Zehen um, schieb dich in den herabschauenden Hund. Tritt nochmal auf der Stelle, lockere deine Beine so ein bisschen. Und dann lass uns nochmal ganz stark sein. Zieh deine linke Ferse Richtung Matte, atme ein, rechtes Bein nach hinten oben. Beug dein Bein wieder, öffne deine Hüfte. Das dürfte sich jetzt schon viel leichter anfühlen wie beim letzten Mal. Und jetzt kreisen wir von außen nach innen unsere Hüften in die andere Richtung. 3-mal. Und wenn du soweit bist, geh nochmal tiefer in die Position, öffne deine Hüfte nochmal weit, press deine Hände fest in die Matte. Und dann bringst du deinen Fuß wieder nach vorn zwischen den Händen und ziehst deinen hinteren Fuß quer zum Mattenende. Und zwar so, dass deine Fersen auf einer Linie sind. Vorderes Bein bleibt gebeugt. Und dann zeige ich dir jetzt verschiedene Variationen. Du kannst jetzt, wenn du diese Position zum ersten Mal machst, deinen Unterarm, deinen rechten Unterarm auf deinen rechten Oberschenkel bringen. Deine Hand zur Hüfte und dann rollst du deine Schultern zurück und schaust so ein bisschen schräg nach oben. Oder wenn du mehr Sicherheit brauchst, schaust du zur Matte. Wir können vielleicht alle erstmal in diese Position kommen und dann können wir probieren, wie weit wir gehen. Dein hinterer Fuß presst fest in die Matte. Und wenn es sich gut anfühlt, dann kannst du deinen linken Arm jetzt einmal nach oben strecken. Zieh deine Fingerspitzen lang. Und jetzt kannst du deinen Oberarm einmal vom Oberschenkel lösen und stellst deine Fingerspitzen auf. Du lehnst quasi deinen Arm gegen dein Knie. Schau mal, wie das geht. Und wenn das auch noch gut ist, kannst du jetzt deinen oberen Arm nach hinten, unten kreisen lassen und dann ziehst du ihn über dein Ohr nach vorn. Öffne deine Brust noch ein bisschen.
und halte hier. Es brennt schon ordentlich in deiner rechten Hüfte, jedenfalls in meiner. Und dann bring beide Hände wieder zur Matte, umrahme deinen Fuß, dreh deinen hinteren Fuß wieder zurück. Komm in den einbeinigen Hund, streck dein Bein nach hinten und dann senk deinen Fuß wieder ab. Einmal kurz treten. Und dann wechseln wir zur linken Seite. Zieh die rechte Ferse Richtung Matte, atme ein, linkes Bein nach hinten ausstrecken. Beug deinen Unterschenkel, öffne zur linken Seite. Und jetzt beginnen wir hier wieder dreimal kreisen von außen jetzt nach innen. Wunderbar. Nochmal öffnen, press fest in deine Hände und dann bringst du dein Knie nach vorn und dein Fuß zwischen deinen Händen aufgestellt. Zieh deinen hinteren Fuß wieder parallel zum Mattenende, Fersen auf einer Linie, vorderes Knie über den vorderen Knöchel und dann bringen wir erstmal wieder unseren Unterarm auf unseren Oberschenkel, Hände zur Hüfte. Quatsch, rechte Hand zur Hüfte, so rum. Dreh dich einmal auf, öffne deinen Oberkörper, halte kurz. Und wenn du dich hier gut fühlst, kannst du deinen Arm einmal nach oben ausstrecken, Schultern weg von den Ohren. Atme tief und gleichmäßig. Und dann geh gerne einen Schritt weiter. Bring deine Hand, deine Fingerspitzen Richtung Boden. Halte hier. Und wenn du noch ein Stück weiter gehen willst, dann lass deinen Arm wieder nach hinten, unten kreisen und zieh ihn über dein Ohr nach vorn. Und dann öffnest du deine Brust noch ein bisschen. Vergiss deinen Atem nicht, fließen zu lassen. Halte kurz. Nochmal einatmen. Und ausatmen, umrahme wieder deinen Fuß, justiere deinen hinteren Fuß wieder. Komm zurück in den einbeinigen Hund. Streck dein Bein lang. Und ausatmen, bring deinen Fuß zur Matte und dann schieb dich nochmal tief in den herabschauenden Hund. 3 Atemzüge hier. Und dann treffen sich deine Füße und deine Hände in der Mattenmitte. Und jetzt wollen wir erstmal die äußeren Hüften so ein bisschen dehnen, unseren Rücken dehnen, unsere Beine und bringen, wenn du magst, die Hände unter deinen Fuß, so dass du auf deinen Handgelenken stehst und ziehst deine Stirn Richtung Knie. Eine ganz intensive Dehnung für deinen unteren Rücken und auch für deine äußeren Hüften. Tiefe Atemzüge hier. Alternativ komm einfach in die ganze Vorbeuge. Noch einen Atemzug hier. Dann löse ganz vorsichtig auf. Wir drehen uns einmal zur Seite, bringen unsere Füße weit.
Die Zehenspitzen zeigen nach außen. Dann bring die Hände zur Hüfte, atme ein, richte dich auf. Bring die Arme einmal diagonal weit von dir gestreckt. In den Stern. Und dann die Hände wieder zur Hüfte. Beuge deine Beine. Wir kommen noch einmal in die Pose der Göttin. Beug deine Beine, zieh deinen Bauchnabel nach innen, schieb dein Becken nach vorn, die Knie pressen nach außen. Wenn du magst, kannst du in ein kleines Chin Mudra kommen hier. Die Arme angewinkelt neben deinen Körper. Es vibriert in den Oberschenkeln, aber immer wenn du das spürst, kommst du einen kleinen Schritt weiter in deiner Praxis. Halte durch. Einatmen, komm wieder in den Stern. Hände zu den Hüften. Und dann bringst du die Zehenspitzen direkt vor deine Fersen. Das heißt, die Außenkante deiner Füße sind parallel zu den schmalen Seiten deiner Matte. Und jetzt kannst du einmal ganz langsam so weit wie möglich nach unten kommen. Hände, Fingerspitzen aufstellen. Eine Vorbeuge mit weit geöffneten Beinen. Dann setz deine Hände auf, bring die Fersen einmal zueinander ein Stück und wenn es sich gut angeht, dann komm einmal in die Hocke. Lass deine Finger ruhig aufgestellt. Wir schaukeln so ein bisschen hin und her. Wenn du hier oben bist, kein Problem. Kein Thema. Irgendwann wirst du weiter nach unten kommen. Irgendwann sind deine Hüften so mobil, dass du in Malasana, die Girlande, in die Hocke, wie man es auch nennen will, kommen kann. Schaukel hier ein bisschen hin und her. Und wenn du magst, komm nochmal in die Mitte, bring die Hände vor dein Herz, press die Oberarme gegen deine Knie und die Knie pressen zurück, sodass du in eine ganz stabile Position kommst. Richte dich auf, schließ mal kurz die Augen, wenn du magst. Und das ist unser letzter Hüftöffner für heute. Öffne die Augen, Fingerspitzen wieder zur Matte. Komm mit den Knien zum Boden am Ende deiner Matte oder auch zur Mitte. Kein Problem, ich gehe mal zum Ende. Und mach dich zu einem kleinen Paket. Das heißt, die Arme legst du neben deinen Beinen ab. Stirn kommt Richtung Boden. Wenn du den Boden nicht berühren kannst, kannst du dir gern aus deinen Händen so ein kleines Polster bauen und da einfach deine Stirn ablegen. Es geht darum, jetzt einmal den Rücken aufzudehnen, ganz weich werden zu lassen, die Schultern zu entspannen. Und natürlich auch darum, deine äußeren Hüften hier so ein bisschen zu dehnen. Beim nächsten Einatmen richtest du dich langsam auf in den Fersensitz. Wir kommen in eine kleine Drehung. Und zwar setzt du deine Hüfte jetzt rechts neben deine Beine.
Und dann kommt deine linke Hand an den rechten Oberschenkel. Die rechte Hand stellst du hinter dir auf, schräg hinter dir. Atmest ein, wächst nochmal und ausatmen. Dreh dich über deine rechte Schulter. Bauchnabel zieht nach innen. So, dass du hier eine Drehung spürst. Einmal einatmen noch und beim Ausatmen geht dein Blick nach vorn und du kommst über den Fersensitz zur linken Seite. Das heißt, der Po setzt sich neben deinen Beinen auf und jetzt kommt deine rechte Hand auf dein linkes Knie, linke Hand schräg hinter dir aufgestellt. Du atmest ein, wächst nochmal und ausatmen. Drehung jetzt zur linken Seite. Und hier lässt du deinen Atem wieder fließen. Einatmen, dein Blick kommt zur Mitte zurück, löse einmal auf. Und jetzt bringst du deine Beine im Sitzen nach vorn, streck sie aus. Die Füße ziehen flex, das heißt die Zehenspitzen zu dir. Du atmest ein, Arme über den Kopf gestreckt. Zieh dich in die Länge, Bauchnabel zieht nach innen. Und jetzt kommen wir in eine Vorbeugung. Du stellst dir vor, hier ist ein großer runder Ball, über den du dich hinweg beugst. So ist die Bewegung nach vorn. Das führt dazu, dass deine Wirbelsäule erst in die Länge gezogen wird und dann in die Vorbeuge kommt. Also atme ein, zieh dich in die Länge, ausatmen, beug dich über deinen imaginären Ball und dann landen die Hände erstmal dort, wo sie natürlich hinkommen. Das kann hier auf den Oberschenkeln sein, auf den Unterschenkeln, auf der Matte und dann halte einmal hier. Lass deinen Atem fließen. Atme nochmal ein. Ausatmen. Komm in eine tiefere Vorbeuge und schau jetzt, was du zu fassen kriegst. Vielleicht deine Knöchel. Zieh dich noch ein bisschen tiefer oder hier einfach deine Kniekehlen. Und atme tief in deinen Rücken hinein. Lass den Nacken ganz entspannt. Einatmen, richte dich langsam wieder auf, roll die Schultern zurück, bring die Hände neben deinem Po, press sie nochmal fest in die Matte, streck deine Arme durch, Dandasana, Stockhaltung. Es tut wirklich gut, einmal ganz aufrecht zu sitzen. Und dann stell deine Füße auf und komm in eine liegende Position. Leg dich auf der Matte ab. Streck deine Beine aus, öffne sie mattenbreit. Lass die Füße ganz entspannt nach außen fallen. Dann legst du die Arme mit den Handflächen nach oben neben deinem Körper. Ziehst die Schulterblätter ganz leicht zueinander. Kinn zur Brust. Schließ die Augen und beim Ausatmen lässt du deinen Körper tiefer in die Matte sinken.
Versuche ruhig und langsam zu atmen, ganz natürlich, ohne dein Zutun. Und dann scann einmal deinen Körper von den Zehenspitzen bis hin zum Scheitelansatz und schau mal, ob du irgendwo noch eine Stelle findest, die nicht entspannt ist. Scanne von unten nach oben, über Bauch und Rücken, bis hinauf zum Scheitelansatz. Und dann versuch deinen Körper nochmal von oben zu betrachten. Vielleicht spürst du eine Stelle, wo besonders viel los ist, und das müssten die Hüften sein jetzt. Da sitzt besonders viel Energie jetzt. Und jetzt stellst du dir vor, wie du dort hinein in deine Hüften tiefe Atemzüge nimmst, diese Region nochmal mit ganz viel Sauerstoff versorgst. Lass deinen Geist auch noch mal ein bisschen zur Ruhe kommen. Und dann komm langsam ins Hier und Jetzt zurück. Beginne deine Fingerspitzen zu bewegen, beginne deine Zehenspitzen zu bewegen. Nimm deine Handgelenke und deine Fußgelenke hinzu. Und beim nächsten Einatmen ziehst du die Arme weit über deinen Kopf und dann ziehst du einmal deine rechte Hand nach oben und schiebst deinen linken Fuß diagonal nach unten. Dann wechsel zur anderen Seite, schieb deine linke Hand nach oben und zieh deine rechte Ferse nach unten. Und dann wechselst du so ein bisschen hin und her. Wir strecken nochmal unseren ganzen Körper und besonders unseren Hüftbereich. Atme nochmal ein, zieh Arme und beide Beine nochmal ganz weit weg von deinem Körper. Und dann lass alles weich werden, bring die Arme zurück. Komm einmal auf die Seite. Wenn du so ein bisschen mehr Ruhe suchst, roll dich auf die rechte Seite. Und wenn du noch ein bisschen mehr Energie brauchst, dann leg dich auf deine linke Seite. Und zwar bringst du einmal deinen rechten oder linken Arm unter deinen Kopf, streckst dein rechtes Bein aus, ziehst dein linkes zum Körper, oder wenn du auf der anderen Seite liegst, ziehst du jetzt dein rechtes Bein zum Körper. Schließ nochmal deine Augen. Deine Hand kann auf deiner Hüfte ruhen. Atme wieder ruhig und gleichmäßig. Bedanke dich bei dir selbst, dass du den Weg auf die Matte heute gefunden hast. Dir diese Einheit zum Geschenk gemacht hast, auch wenn sie vielleicht etwas anstrengend für dich war. Aber jetzt hast du es geschafft. Du kannst stolz auf dich sein.
Schenk dir ein kleines Lächeln. Und dann öffne deine Augen und komm noch einmal in den Schneidersitz. Sitze noch mal ganz aufrecht, roll die Schultern weg von den Ohren. Schließ noch mal die Augen und schau mal nach, wie es deinem Körper, deinem Geist jetzt so geht. Vergleiche gern mit dem Beginn dieser Einheit. Hier geht es darum, die Achtsamkeit ein bisschen zu schulen, zu bemerken, was sich verändert hat. Und dann öffne deine Augen. Lass uns zusammen noch einen letzten Atemzug nehmen. Bring die Arme weit über die Seiten nach oben und atme dabei ein. Und ausatmen, bring die Hände zueinander und zieh sie vor dein Herz. Das war unsere erste harte Einheit für diese Woche. Ich würde mich freuen, wenn du morgen wieder mit dabei bist. Und bis dahin, lass uns voneinander verabschieden. Möge Frieden in deinen Gedanken sein. Möge Frieden in deinen Worten sein. Und möge Frieden in deinem Herzen sein. Von meinem Herzen zu deinem. Namaste.